Italki German. Wer ist Laura? Welche Laura? Die Laura auf deinem Handy. Warum schaust du auf mein Handy? Ich wollte nur sehen, wie spät es ist. Und dann hast du meine Nachrichten gelesen? Die Nachricht war direkt auf dem Bildschirm. Was stand da? Ich freue mich schon auf morgen Abend. Ach, diese Nachricht. Ja, genau diese Nachricht. Das ist nicht so, wie du denkst. Das sagt man immer. Aber es stimmt wirklich. Sie hat auch ein Herz geschickt. Laura schickt oft Herzen. Das macht es nicht besser. Du verstehst es falsch. Dann erklär es mir bitte. Ich kann es noch nicht erklären. Warum nicht? Weil es eine Überraschung ist. Eine Überraschung mit Laura? Ja, aber nicht für mich. Für wen dann? Für dich. Das klingt sehr praktisch. Ich weiß, wie das klingt. Es klingt wie eine schlechte Ausrede. Bitte gib mir eine Minute. Ich warte. Laura ist Tanzlehrerin. Tanzlehrerin? Ja, sie arbeitet in einem Tanzstudio. Und warum triffst du sie morgen Abend? Weil ich bei ihr Unterricht nehme. Du nimmst Tanzunterricht? Seit ein paar Wochen. Du hasst Tanzen. Deshalb brauche ich Unterricht. Warum hast du mir nichts gesagt? Weil ich dich überraschen wollte. Womit? Mit einem Tanz an deinem Geburtstag. Du willst für mich tanzen? Eigentlich wollte ich mit dir tanzen. Aber du trittst mir immer auf die Füße. Genau das möchte ich ändern. Und Laura hilft dir dabei. Ja, sie zeigt mir die Schritte. Warum schreibt sie dann unser Abend? Weil morgen unsere letzte Tanzstunde ist. Und das Herz? Sie schickt es allen Kursteilnehmern. Bist du sicher? Sehr sicher. Kann ich die anderen Nachrichten sehen? Ja, natürlich. Hier steht, vergiss die Musik nicht. Das ist dein Lieblingslied. Du hast wirklich daran gedacht? Ich habe dich einmal danach gefragt. Ich dachte, du hörst mir nicht zu. Manchmal höre ich sogar sehr gut zu. Und was bedeutet, sag ihr noch nichts? Laura wusste, dass es geheim bleiben sollte. Oh, Ja, oh. jetzt fühle ich mich ein bisschen dumm. Du bist nicht dumm. Ich war nur sofort eifersüchtig. Die Nachricht war wirklich verdächtig. Ich hätte dich zuerst fragen sollen. Und ich hätte mein Handy besser verstecken sollen. Das klingt auch verdächtig. Stimmt, das war ein schlechter Satz. Kannst du denn jetzt wirklich tanzen? Naja, ich kann mich bewegen. Das ist nicht dasselbe. Möchtest du einen kleinen Test? Hier im Wohnzimmer? Nur ein paar Schritte.
Okay, aber ohne auf meine Füße zu treten. Ich verspreche nichts. Dann glaube ich dir jetzt doch. Warum? Weil ein heimlicher Liebhaber bestimmt besser tanzt. Das war gemein. Aber ein bisschen lustig. Komm, gib mir deine Hand. Nur wenn Laura kein Herz mehr schickt. Das musst du mit Laura klären. Sehr witzig. Und 1, 2, 3. Aua, mein Fuß. Ich sagte doch, ich verspreche nichts. Ich wollte mit dir über etwas sprechen. Das klingt ernst. Ein bisschen. Okay, worum geht es? Was hältst du davon, wenn wir zusammenziehen? Zusammenziehen? Ja, in eine gemeinsame Wohnung. Das kommt plötzlich. Wir sind seit fast einem Jahr zusammen. Ich weiß. Und du bist sowieso fast jeden Abend hier. Fast jeden Abend ist nicht jeden Tag. Aber es wäre doch schön. Vielleicht. Du klingst nicht begeistert. Ich habe nur viele Fragen. Dann frag mich. Wie sollen wir die Miete bezahlen? Wir teilen sie. Genau zur Hälfte? Das wäre am einfachsten. Du verdienst aber mehr als ich. Stimmt. Für mich wäre die Hälfte ziemlich viel. Dann können wir es anders aufteilen. Wie denn? Ich zahle etwas mehr. Und du bist dann nicht sauer? Warum sollte ich sauer sein? Weil du immer alles genau rechnest. Nur beim Einkaufen. Auch im Restaurant. Okay, manchmal auch dort. Und beim Urlaub. Gut, ich rechne gern. Sehr gern. Aber wir finden eine faire Lösung. Das Geld ist nicht mein einziges Problem. Was noch? Deine Wohnung ist klein. Wir müssen nicht hier wohnen. Du willst eine neue Wohnung suchen? Ja, etwas Größeres. In dieser Stadt? Natürlich. Eine größere Wohnung ist sehr teuer. Dann suchen wir nicht im Zentrum. Aber ich möchte nicht jeden Morgen eine Stunde fahren. Das verstehe ich. Und ich brauche einen ruhigen Platz zum Arbeiten. Dann brauchen wir mindestens ein extra Zimmer. Mindestens? Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer. Und wo arbeitest du? Am Küchentisch? Das sagst du jetzt. Was meinst du? Nach 2 Wochen sitzt du bestimmt in meinem Arbeitszimmer? Vielleicht nur manchmal. Siehst du? Okay, wir brauchen 2 kleine Arbeitsplätze. Das wird noch teurer. Du machst es mir nicht leicht. Zusammenwohnen ist auch nicht leicht. Hast du Angst? Ein bisschen. Vor mir? Nein, nicht direkt. Was bedeutet nicht direkt? Du bist sehr ordentlich. Das ist doch etwas Gutes.
Für dich vielleicht. Und für dich nicht. Bei mir stehen manchmal Tassen im Wohnzimmer. Das überlebe ich. Und ich koche oft spät. Auch das überlebe ich. Und meine Familie kommt manchmal ohne lange Planung zu Besuch. Wie spontan? Manchmal sagen sie es erst am selben Tag. Am selben Tag? Genau diese Reaktion meine ich. In meiner Familie plant man Besuche früh. In meiner Familie nicht. Dann muss ich mich daran gewöhnen. Und ich muss mich an deine Regeln gewöhnen. Ich habe keine Regeln. Doch. Welche denn? Keine Schuhe in der Wohnung. Das ist keine Regel. Was ist es dann? Normal. Für dich. Okay, das ist vielleicht kulturell. Genau. Gibt es noch etwas? Frühstück. Was ist mit Frühstück? Du isst morgens Brot mit Käse. Ja, Ich möchte manchmal warm frühstücken. das ist doch kein Problem. Der Geruch ist manchmal stark. Ich öffne das Fenster. So einfach. Vielleicht nicht immer, aber wir können darüber reden. Ich möchte nicht, dass einer von uns alles ändern muss. Das möchte ich auch nicht. Und was passiert, wenn es nicht funktioniert? Dann sprechen wir ehrlich darüber. Und die Wohnung? Wir unterschreiben nicht sofort etwas für viele Jahre. Das geht nicht immer so einfach. Stimmt. Ich will nur vorsichtig sein. Das verstehe ich jetzt besser. Bist du enttäuscht? Ein bisschen. Ich sage nicht nein. Was sagst du dann? Vielleicht sollten wir es zuerst testen. Wie? Ich bleibe einen Monat komplett bei dir. Mit allen deinen Sachen? Mit vielen Sachen. Und mit den spontanen Familienbesuchen? Vielleicht. Dann brauche ich starke Nerven. Und ich brauche einen Platz für meine Tassen. Wir kaufen ein kleines Regal. Das klingt schon fast wie zusammenziehen. Dann ist das ein gutes Zeichen. Okay, wir testen es. Wirklich? Ja, aber ohne Druck. Versprochen. Und die Miete rechnen wir nicht jeden Abend neu. Nur einmal pro Monat. Du bist unmöglich. Aber vielleicht bald dein Mitbewohner. Mein Freund und mein Mitbewohner. Das klingt gut. Wir werden sehen. Ich muss dir etwas sagen. Du klingst ernst. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Von wem? Von einer Firma in meinem Heimatland. Okay. Sie bieten mir eine Stelle an. Eine Stelle dort? Ja, in meiner Heimatstadt. Hast du dich dort beworben? Vor einigen Monaten.
Davon hast du mir nichts erzählt. Damals war es nur eine Möglichkeit. Und jetzt? Jetzt wollen Sie eine Antwort? Wann? Bis Ende der Woche. Das ist sehr bald. Ich weiß. Willst du die Stelle annehmen? Ich weiß es noch nicht. Aber du denkst darüber nach. Natürlich denke ich darüber nach. Was ist das für eine Arbeit? Eine feste Stelle in meinem Beruf. Du arbeitest doch auch hier. Ja, aber nur mit einem kurzen Vertrag. Dein Chef wollte doch mit dir sprechen. Das sagt er seit Monaten. Vielleicht bekommst du bald einen festen Vertrag. Vielleicht reicht mir nicht mehr. Ist die Stelle dort besser bezahlt? Ja, deutlich besser. Geht es also nur ums Geld? Nein, natürlich nicht. Worum geht es dann? Um Sicherheit. Um meine Familie. Und darum, mich nicht immer fremd zu fühlen. Fühlst du dich hier immer noch fremd? Manchmal sehr. Aber du lebst schon lange hier. Das bedeutet nicht, dass alles leicht ist. Ich dachte, du fühlst dich hier zu Hause. Mit dir fühle ich mich zu Hause. Aber ohne mich nicht? So habe ich das nicht gemeint. Wie dann? Ich vermisse meine Sprache. Ich vermisse meine Eltern. Ich vermisse es, alles sofort zu verstehen. Du sprichst sehr gut Deutsch. Das ist nicht dasselbe. Was ist nicht dasselbe? Beim Arzt, im Amt oder bei der Arbeit muss ich immer aufpassen. Jeder kleine Fehler macht mich nervös. Du kannst mich immer um Hilfe bitten. Ich möchte aber nicht immer Hilfe brauchen. Du bist keine Last für mich. Das hab ich nicht gesagt. Es klingt aber so. Bitte mach es nicht schwieriger. Du sagst mir, dass du vielleicht weggehst. Wie soll ich ruhig bleiben? Ich gehe nicht morgen. Aber vielleicht bald. Die Stelle beginnt in 2 Monaten. 2 Monate? Yeah. Und was passiert dann mit uns? Darüber müssen wir reden. Ich will keine Beziehung auf Distanz. Das weiß ich. Du weißt es? Du hast es schon oft gesagt. Weil es für mich nicht funktioniert. Vielleicht könnten wir es trotzdem versuchen. Für wie lange? Vielleicht für ein paar Monate. Und danach? Dann sehen wir weiter. Das klingt nicht wie ein Plan. Ich habe noch keinen perfekten Plan.
Ich dachte, wir hätten hier einen Plan. Welchen Plan? Zusammenbleiben. Vielleicht später zusammenziehen. Das wünsche ich mir auch. Dann bleib hier. So einfach ist es nicht. Für mich schon. Weil du hier zu Hause bist. Und du könntest es auch sein. Vielleicht irgendwann. Wie lange soll ich warten? Das ist unfair. Was ist daran unfair? Du tust so, als müsste ich nur zwischen dir und einer Arbeit wählen. Ist es nicht genau das? Nein. Ich wähle zwischen 2 Leben. Und in einem davon bin ich nicht dabei. Doch, vielleicht schon. Wie denn? Du könntest mitkommen. Alles aufgeben und mitkommen? Ich habe auch alles aufgegeben, als ich hierher kam. Du bist aber nicht wegen mir gekommen. Nein, aber ich bin wegen dir geblieben. Das wusste ich nicht. Ich habe schon mehrere Möglichkeiten abgelehnt. Warum hast du mir das nie gesagt? Weil ich nicht wollte, dass du dich schuldig fühlst. Und jetzt soll ich mich besser fühlen? Nein? Ich möchte nur, dass du mich verstehst. Ich versuche es. Aber ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich habe auch Angst. Dann sag ab. Bitte sag das nicht so. Was soll ich sonst sagen? Frag mich, was ich wirklich will. Was willst du wirklich? Ich will die Stelle. Okay. Und ich will dich nicht verlieren. Beides geht vielleicht nicht. Vielleicht geht's doch. Ich kann nicht einfach sofort mitkommen. Das verlange ich nicht. Was verlangst du dann? Dass wir nicht heute alles entscheiden. Aber du brauchst bis Ende der Woche eine Antwort. Ich kann die Stelle annehmen und später noch entscheiden. Das klingt riskant. Hier zu bleiben ist für mich auch riskant. Wegen deines Vertrags? Wegen meines ganzen Lebens. Ich möchte nicht, dass du eines Tages sauer auf mich bist. Dann hilf mir, ehrlich zu entscheiden. Ich will ehrlich sein. Ich möchte, dass du bleibst. Danke. Aber ich möchte nicht, dass du nur aus Angst bleibst. Das bedeutet mir viel. Vielleicht können wir deinen Chef morgen nach einem festen Vertrag fragen. Und wenn er wieder nur vielleicht sagt. Dann sprechen wir noch einmal über die andere Stelle. Und über eine Beziehung auf Distanz. Ich kann es nicht versprechen. Aber würdest du es versuchen? Für dich würde ich es versuchen. Wirklich? Ja, aber nicht ohne Plan.
Dann machen wir einen Plan. Und du sagst nicht einfach zu, ohne mit mir zu reden. Versprochen. Ich bin immer noch nicht glücklich. Ich auch nicht. Aber ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Ich hatte große Angst davor. Komm her. Bist du noch sauer? Ein bisschen. Ich auch. Dann sind wir wenigstens zusammen sauer. Das ist ein Anfang. Und morgen suchen wir eine Lösung. Nicht nur deine Lösung. Unsere Lösung. Okay. Bitte geh noch nicht. Heute gehe ich nirgendwo hin. Endlich sind wir allein. Und endlich kann ich diese Schuhe ausziehen. Deine Schuhe waren wenigstens bequem. Du hast den ganzen Abend getanzt. Mit Schmerzen, aber mit Stil. Du sahst wunderschön aus. Sa, Du siehst immer noch wunderschön aus. das war die richtige Antwort. Ich lerne schnell. Heute musstest du besonders viel lernen. Zum Beispiel? Dass meine Familie sehr lange feiern kann. Und sehr laut. Deine Familie war auch nicht leise. Meine Mutter hat sogar getanzt. Ja, ich habe es gesehen. Sie tanzt normalerweise nie. Heute war sie sehr glücklich. Wir sind jetzt verheiratet. Ja, Das klingt noch ein bisschen unglaublich. für mich auch. Frau Schneider, Bitte nenn mich nicht so. warum nicht? Weil ich nicht Frau Schneider heiße. Noch nicht. Was bedeutet noch nicht? Naja, nach der Hochzeit. Wir haben nie entschieden, dass ich deinen Namen nehme. Ich dachte, das wäre klar. Für mich war das nicht klar. Meine Eltern glauben auch, dass du Schneider heißen wirst. Das weiß ich. Woher? Deine Mutter hat mich heute 3-mal Frau Schneider genannt. Sie wollte nur nett sein. Sie hat auch gesagt, dass ich jetzt endgültig in Deutschland bleibe. Das war bestimmt nicht böse gemeint. Darum geht es nicht. Worum geht's dann? Ihr sprecht über mein Leben, als wäre schon alles entschieden. Aber wir sind jetzt verheiratet. Ja, und wir sind 2 Menschen. Natürlich. Dann müssen wir solche Dinge zusammen entscheiden. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Aber genauso fühlt es sich an. Ich dachte, du möchtest meinen Namen. Warum dachtest du das? Weil du nie etwas anderes gesagt hast. Du hast mich nie gefragt. Stimmt. Mein Nachname gehört zu mir. Ich verstehe das. Er gehört zu meiner Familie und zu meinem Heimatland.
Du musst ihn nicht aufgeben. Aber deine Familie erwartet es. Meine Familie entscheidet das nicht. Dann musst du ihnen das sagen. Das werde ich. Und was ist mit Deutschland? Was meinst du? Glaubst du auch, dass ich für immer hier bleibe? Ich hoffe es. Hoffen ist nicht dasselbe wie entscheiden. Willst du denn weg? Nicht jetzt. Aber später? Vielleicht möchte ich irgendwann näher bei meiner Familie leben. Das hast du so noch nie gesagt. Weil ich es selbst noch nicht weiß. Ich dachte, wir bauen unser Leben hier auf. Vielleicht tun wir das auch. Das klingt nicht sehr sicher. Mein Leben war seit meinem Umzug nie ganz sicher. Ich möchte dir Sicherheit geben. Das kannst du nicht allein entscheiden. Ich weiß. Manchmal habe ich Angst, mich selbst zu verlieren. Wegen der Hochzeit? Wegen all dieser Erwartungen. Welche Erwartungen? Dein Name, deine Stadt, deine Sprache und deine Familie. Und was ist mit deiner Sprache und deiner Familie? Genau das frage ich mich. Ich möchte nicht, dass du etwas davon verlierst. Dann darfst du nicht einfach für mich sprechen. Du hast recht. Sagst du das nur, weil heute unsere Hochzeit war? Nein. Ich sage es, weil ich gerade merke, dass ich einen Fehler gemacht habe. Welchen Fehler? Ich habe gedacht, heiraten bedeutet für uns beide dasselbe. Und was bedeutet es für dich? Dass wir ein gemeinsames Leben haben. Für mich auch. Aber nicht, dass du dein altes Leben wegwerfen musst. Danke. Du kannst deinen Namen behalten. Das entscheide ich selbst. Natürlich. Vielleicht möchte ich auch einen Doppelnamen. Das würde ziemlich lang klingen. Dann brauchst du länger, um mich vorzustellen. Dafür nehme ich mir gern Zeit. Und wegen Deutschland? Wir entscheiden gemeinsam, wo wir leben. Auch wenn es einmal mein Heimatland ist? Dann sprechen wir ehrlich darüber. Nur sprechen? Und ich denke ernsthaft darüber nach, mitzukommen. Das klingt besser. Ich verspreche nicht, dass das alles leicht wird. Das erwarte ich nicht. Aber ich verspreche, nicht mehr für dich zu entscheiden. Das ist ein gutes Hochzeitsversprechen. Besser als mein offizielles. Ein bisschen praktischer. Bist du noch sauer? Ein bisschen. Kann ich etwas tun? Ja, Was? hilf mir aus diesem Kleid. Das klingt gefährlich. Nur wegen der vielen Knöpfe. Wie viele sind es? Viel zu viele.
Dann brauche ich Geduld. Die wirst du in unserer Ehe oft brauchen. Und du wahrscheinlich auch. Bestimmt. Also, Frau Schneider, Noch einmal und du schläfst auf dem Sofa. verstanden, meine Frau. Das klingt viel besser. Warum ist diese App noch auf deinem Handy? Welche App? Die Dating-App. Ach, die. Ach, die? Ich benutze sie nicht mehr. Sie ist aber noch installiert. Ich habe vergessen, sie zu löschen. Seit 6 Monaten? Offenbar ja. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil ich gerade eine Nachricht gesehen habe. Welche Nachricht? Du hast ein neues Match. Das ist nur eine automatische Nachricht. Für ein neues Match muss dein Profil aktiv sein. Ich weiß nicht, wie die App funktioniert. Du hast mich dort kennengelernt. Ja, aber danach habe ich sie nie wieder geöffnet. Nie wieder? Fast nie. Was bedeutet fast nie? Ich habe manchmal alte Nachrichten gelesen. Warum? Weil dort unsere erste Unterhaltung ist. Unsere Unterhaltung? Ja? Du liest unsere alten Nachrichten? Manchmal. Das klingt plötzlich sehr romantisch. Du klingst trotzdem noch misstrauisch. Weil dein Profil noch aktiv ist. Vielleicht musste ich es extra deaktivieren. Das wusstest du nicht? Nein. Du hast sogar neue Fotos dort. Welche neuen Fotos? Das Foto vom See. Das ist nicht neu. Das war im letzten Sommer. Wir kennen uns seit dem Frühling. Also hast du das Foto später hochgeladen. Moment. Ich warte. Meine Schwester hatte mein Handy. Deine Schwester. Ja, sie wollte die App ausprobieren. Auf deinem Profil? Nur kurz. Warum hat sie kein eigenes Profil erstellt? Sie hatte Angst, dass ihre Kollegen sie sehen. Und deshalb benutzt sie dein Profil? Es war eine dumme Idee. Das ist wirklich eine dumme Idee. Ich weiß. Hat sie auch mit Männern geschrieben? Nur mit einem. Nur mit einem? Sie wollte nur sehen, wie die App ist. Und das Foto vom See? Das hat sie hochgeladen. Ohne dich zu fragen? Sie hat mich gefragt. Also wusstest du es. Ja? Warum hast du mir nichts gesagt? Weil ich wusste, dass du es komisch findest. Natürlich finde ich es komisch. Es hatte nichts mit mir zu tun. Aber es ist dein Name und dein Gesicht. Das stimmt. Jemand könnte denken, dass du noch suchst. Ich suche niemanden. Dann lösch die App.
Jetzt sofort? Ja, Okay. und deine Schwester? Sie muss ihr eigenes Chaos organisieren. Das wäre besser. Hier, ich lösche das Profil. Nicht nur die App. Ich weiß. Bist du sauer? Ein bisschen. Auf mich? Weil du mein Handy genommen hast. Es lag offen auf dem Tisch. Trotzdem hättest du mich fragen können. Du hast recht. Und ich hätte dir von meiner Schwester erzählen müssen. Auch richtig. Das Profil ist jetzt gelöscht. Wirklich? Ja, wirklich. Und unsere alten Nachrichten? Die sind jetzt auch weg. Oh, Jetzt bist du traurig? ein bisschen. Ich habe Screenshots. Von unserer ersten Unterhaltung? Von allen wichtigen Nachrichten. Auch von meiner schlechten ersten Nachricht? Besonders von der. Die war nicht so schlecht. Du hast nur Hallo, schönes Foto geschrieben. Und es hat funktioniert. Leider ja. Leider? Jetzt muss ich deine Eifersucht ertragen. Und ich deine geheimen Familienprojekte. Abgemacht. Keine Dating-Apps mehr? Keine Dating-Apps mehr. Auch nicht für deine Schwester? Besonders nicht für meine Schwester. Wir müssen über Weihnachten sprechen. Das klingt gefährlich. Ein bisschen ist es das auch. Geht es um meine Mutter? Nicht nur, Okay, worum geht es? meine Familie fragt, ob wir dieses Jahr kommen. In dein Heimatland? Ja, Über Weihnachten? genau. Aber meine Eltern erwarten uns hier. Ich weiß. Wir haben letztes Jahr doch schon darüber gesprochen. Letztes Jahr waren wir bei deiner Familie. Weil du damals arbeiten musstest. Trotzdem war ich bei deiner Familie. Das stimmt. Meine Eltern haben mich seit fast 2 Jahren nicht an Weihnachten gesehen. Ich verstehe, dass du sie vermisst. Ich glaube nicht, dass du es wirklich verstehst. Warum sagst du das? Weil du jederzeit mit dem Zug zu deinen Eltern fahren kannst. Ganz so einfach ist es auch nicht. Aber du brauchst kein Flugticket. Das stimmt. Und du musst nicht monatelang planen. Auch das stimmt. Meine Mutter hat gestern geweint. Am Telefon? Ja, Was hat sie gesagt? dass das Haus ohne mich leer wirkt. Das tut mir leid. Mir auch. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Weil ich keinen Streit wollte. Und jetzt? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Wegen deiner Familie. Wegen beiden Familien.
Du kannst es nicht allen recht machen. Ich weiß. Was möchtest du denn? Ich möchte zu meiner Familie. Okay. Aber ich möchte dich nicht zwingen, mitzukommen. Warum nicht? Weil du Weihnachten immer mit deinen Eltern verbringst. Das ist Tradition. Bei uns auch. Ich habe nicht gesagt, dass deine Tradition weniger wichtig ist. Aber so fühlt es sich manchmal an. Das wollte ich nicht. Deine Mutter plant schon das Essen. Sie plant immer sehr früh. Sie hat mich gefragt, welchen Kuchen ich möchte. Das ist doch nett. Ja, aber ich konnte nicht sagen, dass ich vielleicht gar nicht da bin. Hast du Angst vor ihrer Reaktion? Ein bisschen. Sie wird enttäuscht sein. Meine Mutter auch. Du hast recht. Und bei meiner Familie kenne ich alles. Das Essen, die Lieder und die kleinen Rituale. Bei meiner Familie fühlst du dich nicht wohl. Doch, aber es ist anders. Wegen der Sprache? Auch. Wenn alle schnell reden, verliere ich irgendwann den Faden. Ich kann mehr für dich übersetzen. Ich will an Weihnachten nicht ständig übersetzt werden. Das verstehe ich. Ich möchte einmal wieder einfach dazugehören. Und? Bei deiner Familie gehöre ich dann nicht dazu. Das stimmt nicht. Ich spreche ihre Sprache kaum. Dann helfe ich dir. So wie ich dir hier helfe. Ja, Vielleicht sollte ich das einmal erleben. was meinst du? Wie es ist, an Weihnachten nicht alles zu verstehen. Willst du wirklich mitkommen? Ich denke darüber nach. Das klingt noch nicht sehr sicher. Weil ich auch ein schlechtes Gewissen habe. Wegen deiner Eltern? Ja? Mein Vater wird sicher nichts sagen. Aber meine Mutter wird traurig sein. Ich möchte nicht, dass sie denkt, ich nehme dich ihr weg. Das wird sie vielleicht kurz denken. Das macht es nicht besser. Aber sie muss verstehen, dass du auch eine Familie hast. Würdest du ihr das sagen? Ja, Heute noch? heute noch ist mutig. Also morgen? Morgen. Und was sagen wir genau? Dass wir dieses Jahr zu deiner Familie fahren. Wir? Ja, wir. Bist du sicher? Nicht ganz. Sehr romantisch. Aber ich möchte mitkommen. Danke. Nächstes Jahr sind wir dann bei meinen Eltern. Das klingt fair. Und vielleicht können wir deine Eltern im Sommer einladen. Sie würden sich sehr freuen. Dann haben wir einen Plan. Fast. Was fehlt noch? Die Flugtickets? Sind sie schon teuer? Sehr teuer. Natürlich.
Weihnachten ist nie einfach. Mit 2 Familien noch weniger. Aber vielleicht auch doppelt schön. Das war jetzt wirklich romantisch. Ich lerne schnell. Dann buchen wir die Tickets. Und danach rufen wir deine Mutter an. Zuerst die Tickets. Failing. Realist. Du bist endlich da. Ja, und ich bin völlig fertig. Du bist fast 2 Stunden zu spät. Ich weiß. Ich habe mir Sorgen gemacht. Mein Handy war leer. Natürlich war dein Handy leer. Bitte fang jetzt nicht damit an. Womit? Mit diesem Ton. Ich habe keinen Ton. Doch, genau diesen Ton. Okay. Ich hatte einen schrecklichen Tag. Das sehe ich. Danke, sehr freundlich. So war das nicht gemeint. Ich möchte nur meine Schuhe ausziehen und ins Bett. Ins Bett? Ja, sofort. Kannst du vorher vielleicht ins Wohnzimmer kommen? Warum? Nur für 1 Minute. Ich habe wirklich keine Energie. Bitte. Na gut. Überraschung. Oh, Das ist alles? nein, es ist nur sehr dunkel hier. Wegen der Kerzen. Ich sehe fast nichts. Es sollte romantisch sein. Es riecht ein bisschen verbrannt. Das Brot. Das Brot ist verbrannt? Nur an einer Seite. Und warum piept es in der Küche? Der Rauchmelder. Das ist also die romantische Musik? Eigentlich läuft unsere Lieblingsmusik. Ich höre nur den Rauchmelder. Ich mache ihn gleich aus. Bitte öffne auch das Fenster. Dann werden die Kerzen ausgehen. Das ist vielleicht besser. Du findest es schrecklich. Nein, Doch, ich bin nur müde. ich habe den ganzen Nachmittag gekocht. Du hast gekocht? Ja, Ganz allein? das erklärt wahrscheinlich einiges. Was gibt es denn? Nudeln mit einer besonderen Soße. Was ist daran besonders? Ich weiß nicht mehr genau. Du weißt es nicht? Ich habe das Rezept geändert. Warum? Weil wir nicht alle Zutaten hatten. Welche Zutaten haben gefehlt? Fast alle wichtigen. Das klingt mutig. Oder dumm. Ein bisschen von beidem. Ich wollte dir eine Freude machen. Das weiß ich. Aber du willst lieber schlafen. Im Moment möchte ich vor allem nicht mehr denken. Was ist passiert? Meine Chefin hat mein Projekt kritisiert. Oh nein. Dann ist mein Zug ausgefallen. Deshalb warst du so spät.
Danach musste ich noch auf einen anderen Zug warten. Im Regen? Natürlich im Regen. Und dein Schirm? Liegt im Büro. Natürlich. Sag nicht schon wieder natürlich. Entschuldigung. Dann hat mir jemand Kaffee auf den Mantel geschüttet. Deshalb riechst du nach Kaffee. Danke für die Information. Das war wieder falsch. Sehr falsch. Möchtest du dich erst umziehen? Ja, aber dann ist das Essen kalt. Das Essen ist schon kalt. Seit wann? Seit ungefähr einer Stunde. Oh, Ich habe es 3-mal warm gemacht. das tut mir leid. Du konntest nichts dafür. Ich hätte dich irgendwie informieren müssen. Mit einem leeren Handy war das schwierig. Bist du sehr enttäuscht? Ein bisschen. Worum ging es eigentlich? Was meinst du? Warum die Kerzen, das Essen und die Blumen? Brauche ich einen Grund? Normalerweise schon. Das ist gemein. Aber wahr. Heute sind wir genau 2 Jahre zusammen. Heute? Ja, Oh nein. du hast es vergessen. Komplett. Das habe ich gemerkt. Jetzt fühle ich mich noch schlechter. Das war nicht mein Ziel. Warum hast du gestern nichts gesagt? Weil es eine Überraschung sein sollte. Und jetzt sitze ich hier mit nassen Haaren und schlechter Laune. Sehr romantisch. Es tut mir wirklich leid. Komm her. Aber ich rieche nach Kaffee. Ich mag Kaffee. Und meine Haare sind nass. Das überlebe ich. Und ich habe deinen Abend ruiniert. Nicht ganz. Das Brot ist verbrannt. Das war schon vor dir ruiniert. Und die Nudeln sind kalt. Die kann man noch einmal warm machen. Zum 4. Mal? Vielleicht lieber nicht. Hast du noch etwas anderes zu essen? Eine Tiefkühlpizza. Perfekt. Das ist nicht sehr romantisch. Mit Kerzen ist jede Pizza romantisch. Auch mit Rauchmelder? Den machen wir vorher aus. Und dann? Dann ziehe ich mich um. Du machst die Pizza. Und danach feiern wir unseren Jahrestag. Obwohl du müde bist? Ich bin müde, aber ich möchte bei dir sein. Das reicht mir. Und morgen lade ich dich zum Essen ein. In ein richtiges Restaurant? Mit Essen, das nur einmal warm gemacht wurde? Das klingt luxuriös. Alles Gute zum Jahrestag. Dir auch. Und danke für die Überraschung. Auch wenn sie schiefgegangen ist? Vielleicht ist das jetzt unsere Tradition. Jedes Jahr verbranntes Brot?
Nein, jedes Jahr eine kleine Katastrophe. Dann sind wir heute sehr gut vorbereitet.